Alles gut, da brennt's nur. Ich bin Jari Lux, ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Ich mache die Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker hier bei der Firma Kannegießer. Und ich habe jetzt meine Abschlussprüfung Teil 1 abgeschlossen. Also für so eine große Maschine braucht man ja einen Rahmen, sag ich mal. Und da kommen dann die einzelnen Teile dran, sprich die Elektroteile oder irgendwelche Verkleidungsteile. Aber dieser Rahmen wird eben von Konstruktionsmechanikern gebaut, sei es das Auslasern des Rohteils oder das Zukanten von diesem Rahmen oder dann auch das Verschweißen von dem Rahmen. In der Ausbildung unterscheidet sich der Industriemechaniker und der Konstruktionsmechaniker nicht viel. Also wir beide können schweißen, wir beide können biegen. Und Zerspannungsmechaniker sind dann nochmal komplett anders. Die haben das Biegen nicht, die haben das Schweißen nicht, die haben dafür mehr Drehen und Fräsen. Wenn die Ausbildung abgeschlossen ist, dann unterscheidet sich das doch noch mehr, der Industriemechaniker vom Konstruktionsmechaniker. Die Industriemechaniker kommen dann meistens in die Maschinenendmontage, wo sie dann Maschinenteile zusammenschrauben. Und ich wäre dann zum Beispiel in der Blechnerei, wo dann eben Teile gelasert werden, Teile gekantet werden oder eben verschweißt werden. Jetzt gerade sind wir in der Ausbildungswerkstatt. Hier würde man dann anfangen, die ersten 6 Monate den Grundlehrgang machen. Das Beste an der Ausbildungswerkstatt finde ich eigentlich, dass man hier tatsächlich lernen kann, was man macht. Man wird nicht einfach so in die Produktion geschmissen und der schafft das schon irgendwie, sondern hier wird einem wirklich reell beigebracht, was man macht und kann, wie man es macht und auch wie man es sicher macht. In kleineren Betrieben ist es schwieriger, genau diese Fähigkeiten genau zu lernen, sondern man lernt es halt auf der Baustelle oder halt in der Produktion. Für mich war der ausschlaggebende Punkt für Kannegießer eigentlich, dass wir eine große Ausbildungswerkstatt haben. Aber was ich auch wichtig finde, ist die Tarifanbindung an IG Metall. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr faire Vergütung und das allgemeine Arbeitsklima, wie es hier ist. Also es ist mehr so eine riesige Familie, als jetzt irgendwie, oh, ich muss Angst haben vor dem Chef. Ich kann jeden fragen, ich kann die meisten per Du ansprechen. Also ich würde die Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker denen empfehlen, die sozusagen Spaß dran haben, mit den Händen was zu machen, weil man hat sehr viel mit Handarbeit zu tun, eben biegen und schweißen, das ist alles von Hand und man hat eben jeden Tag mit Metall zu tun, da kommt man nicht dran vorbei.